Santa Marta. Das kleine Städtchen liegt im Norden von Kolumbien, zwischen Palomino auf östlicher und Cartagena auf westlicher Seite. Station Nummer 7 auf unserer Reise durch Kolumbien. Was erwartet euch? Viele Eindrücke, Abenteuer, aber auch Enttäuschungen. Ein ungeschminkter Reisebericht. Nichts ist vorgebucht, denn das Beste in diesem Land ist, sich einfach treiben zu lassen. Und das völlig unvoreingenommen. Keine festen Orte zu planen, einfach leben und Spaß haben. Im letzten Video sind wir in der Hitze der Sierra Nevada de Santa Marta auf die Erkundung der Ciudad Perdida gegangen. 2 Tage und 30 Kilometer im tropischen Dschungel haben uns nicht nur zur verlorenen Stadt geführt, sondern auch im Kopf zur Ruhe kommen lassen. Zurück in Santa Marta lohnt es sich ein weiteres Mal, dass wir noch nicht weiter geplant haben. Ganz spontan checken wir in einem kleinen, süßen Boutique-Hotel ein. Eigentlich wollten wir nach der Ciudad Perdida direkt weiter nach Cartagena. Also wir sind gestern so um 16 Uhr hier im Hotel schlussendlich angekommen und wollten dann direkt weiter. 6 Stunden Busfahrt nach Cartagena, wären dann um 10, 11 am Abend dort angekommen. Haben wir uns jetzt kurzfristig umentschieden, dass wir eben noch mal eine Nacht hier in Santa Marta bleiben. War auch die richtige Entscheidung, weil uns ging es gestern Abend beiden überhaupt gar nicht gut. Konnten uns hier nochmal richtig ausschlafen. Die Wäsche, weil alles, was wir dabei hatten bei der Ciudad Perdida, das hat gestunken, das war feucht, das war eklig. Konnten wir hier im Hotel waschen. Wir konnten unsere Rucksäcke nochmal neu organisieren und können jetzt recht frisch und neu sortiert weiter nach Cartagena. Leichter gesagt als getan. Man kommt am Busterminal an, wird empfangen von 5 Leuten. Ja, Cartagena, 5 Minuten. Und jetzt sitzen wir im Bus und er fährt hoffentlich auch gleich los. Wir sagen es gleich, wenn er losgefahren ist. Er fährt. Und wie er fährt. Oder auch nicht. Damit sich die Fahrt lohnt, halten wir gefühlt alle paar Meter an. Die beiden Mitarbeiter springen raus und schreien Cartagena, Cartagena, Cartagena. Und es kommen mehr und mehr Leute in den Bus. Und dann geht sie weiter, die wilde Fahrt. Und wieder Stopp. Und wieder drückt er auf die Tube. Fortbewegung in Kolumbien. Ein wahres Abenteuer. Wie gesagt, der Weg ist unser Ziel. Nach gefühlten 2 Stunden geht es endlich vorwärts. Der Bus ist voll und niemand mehr an der Straße. Ja, und was haben wir hier noch nicht erlebt? Genau, einen Stau. Keine Ahnung, ob es noch weitergeht, wie lange wir hier noch stehen. Das ist alles dicht. Da vorne blinkt irgendwas. Keine Ahnung. Aber wen wundert's? Ja, so wie die fahren. Da muss es mal krachen. Scheiße. Hier, das geht gar nichts. Geht nichts. Gar nichts. So, wie lange sind wir da gestanden am Stau? Nach einer weiteren Stunde circa ging es dann doch endlich weiter. In der Zwischenzeit haben die uns im Bus oder aus dem Bus rausgeschmissen und in einen anderen Bus verfrachtet. Ich musste stehen. Lena hatte von lieben Leuten ihren Platz bekommen. Und dann ging es nochmal 1,5 Stunden hier bis Cartagena. Cartagena dann im Busterminal, nochmal eine halbe Stunde im Taxi. Und jetzt sind wir hier in Getsemani, im touristischen Viertel, würde ich sagen. Keine Ahnung. Es ist schön, das, was wir hier bisher gesehen haben im Dunkeln. Aber so um 20:30 Uhr ankommen ist nicht so angenehm. Wir haben jetzt einfach nur Hunger. Und sind müde. Deswegen gute Nacht.
Leni, unser Pool, unser Hotel, wie in Griechenland. Für Cartagena haben wir uns jetzt mal grob 2 Nächte eingeplant. Also, ja gut, gestern war ja eigentlich kein richtiger Tag. Aber eigentlich haben wir heute im Prinzip nur den ganzen Tag hier. Ja, schau mal, hier ist auch schön. Und die Zeit wollen wir jetzt direkt nutzen, um heute Morgen eine geführte Fußgängertour zu machen. Die geht so circa 3 Stunden. Wir müssen uns um nichts kümmern, schlendern wir einfach mit einer Gruppe mit, bekommen etwas über die Stadt erzählt und gut ist, wir haben Cartagena gesehen. Uns gefällt es auf den ersten Blick ziemlich gut hier, würde ich sagen. Städtisch, aber doch relativ ruhig, wenn man nicht gerade an einer Verkehrsstraße durchläuft. Ja, ehrlich gesagt war die Tour Nein, wir wollen es jetzt nicht schlecht reden. Wir waren jetzt einfach nicht in der Verfassung auf so viele Informationen zu der Stadt und zum Leben des Guides. Da haben wir jetzt einfach den französischen gemacht. Und erkunden die Tour auf eigene Faust. Ein bisschen rumschlendern, schöne Bilder machen, Kaffee trinken. Ja, das Leben leben. Was überraschend gut ist, sind die Backwaren. Alles sehr süßlich. Was ist das für ein Teig? Hefeteig, sagt unsere Bäckerin. Mega, mega lecker und so günstig. Für 4 Teile haben wir jetzt vielleicht 1,20 € gezahlt. Cartagena liegt im Norden von Kolumbien an der Karibikküste. Die Stadt wurde im Jahr 1533 im Zuge der Kolonialisierung Südamerikas gegründet. Und das sieht man ihr auch an. Auf uns Touristen wirkt sie sehenswert und voller Charme. Auch die Kolumbianer mögen sie. Mit dem Rest Kolumbiens hat sie jedoch eher weniger zu tun. Die Leute sind auch hier wie im ganzen Land unglaublich nett und hilfsbereit. Stolz, dass wir in ihrem Land zu Besuch sind. Auch wenn der ein oder andere für unseren Geschmack etwas zu penetrant seine Dienstleistungen darbietet. Wir sind während unseres kurzen Aufenthalts hier hauptsächlich in der Altstadt. Außerhalb schauen wir uns die Festung San Felipe an. Und natürlich in dem Künstlerviertel Getsemani, wo wir auch übernachten. Hier kommt richtig Urlaubsstimmung auf. In Cartagena fühlen wir uns grundsätzlich sehr sicher. Die Leute sind die vermeintlich reichen Touristen gewöhnt. Wir waren jetzt eigentlich den ganzen Vormittag im Zentrum, heute Mittag auf der Festung. Und jetzt sind wir wieder in Getsemani. Wo gefällt es uns am besten? Ja. Getsemani ist echt schön. Viele Verkäufer. Ruhiger und bunt. Und irgendwie Sympathischer. viel sympathischer, genau. Wie schön. Und so können wir zwanglos einfach um die Gassen schlendern und die schöne Atmosphäre auf uns wirken lassen. Esa no llega acá. Vamos. Mira, ellos se hacen marica. Está calladito. ¿Crees que te vas a ir sombreado? Está calladito. Está calladito. Está calladito. Está calladito. Eso no importa. Está calladito. Vamos, eso no importa.
Kolumbien. Scheiß auf den Verkehr. Ja, wie verrückt ist das bitte hier schon wieder? Tausende Menschen wollen auf die Isla Grande, genauso wie wir. Wir sind jetzt hergekommen an den Hafen, haben spontan das Ticket gebucht, weil wir nicht wussten, ob es geht vom Wind her. Es geht. Gestern hat es mega viel Wind, heute hat es quasi gar keinen. Und dadurch, dass die letzten Tage das nicht ging, wollen jetzt wahrscheinlich umso mehr darüber. Und wir hoffen jetzt, dass es einfach ein Haufen Tagestouristen sind, die sich dann heute Abend wieder verkrümeln, sodass wir wenigstens morgens unsere Ruhe haben. Wir wissen nicht, wann es losgeht, mit welchem Boot. Der Typ hat mir nur gerade eben geschrieben, ja, wir werden aufgerufen um 9, eine halbe Stunde. Und wir hoffen irgendwie das Beste. Und wie alles hier in Kolumbien findet immer alles ein gutes Ende. Halbe Stunde warten, dann wurden wir aufgerufen. Übrigens Lenas Cousin, ganz zufällig hier getroffen. Nee, tatsächlich sind wir nur wegen ihm hier. Der hat uns Kolumbien empfohlen an Weihnachten. Auf der Isla Grande haben wir uns für das Secreto Hostel entschieden. In der herrlich ruhigen Anlage lassen wir es uns 4 Tage lang gut gehen. Entspannen am Pool, wenig Aktivitäten. Nach 2 Jahren geht es auch endlich mal wieder tauchen. Nach der langen Zeit müssen wir uns aber erstmal wieder zurechtfinden. Die Tauchgebiete rund um die Isla Grande sind dafür echt gut geeignet. Man kommt zwar nicht unbedingt nur wegen dem Tauchen hierher, aber wir sind froh, überhaupt mal wieder in einem Urlaub unter Wasser zu sein. Wir lieben das Tauchen, aber das Hauptkriterium, warum wir an einen Ort reisen, ist es nicht. Ja, und außer 2 Tauchgängen stand für uns hier nicht so viel auf dem Programm. Wie gesagt, unsere herrliche Anlage im Secreto Hostel hatte dafür großen Anteil. Bei 30 Grad im Schatten einfach mal nichts tun, ein bisschen weiterplanen und ab und zu eine Abkühlung im Pool. Die Kajaks am Eingang unseres Hostels haben uns jedoch stutzig gemacht. Und siehe da, man kann tatsächlich auf eigene Faust eine kleine Tour unternehmen. Über den kleinen Mangrovensee hinter unserer Anlage gibt es einen Einstieg und wir paddeln einfach mal los.
sind jetzt gerade durch 3 Lagunen gefahren und hier geht's zum herrlich türkisblauen Meer. Naja, und da wir doch nicht den ganzen Tag am Pool liegen können, haben wir auch hin und wieder einen kleinen Abstecher ins Inselinnere gemacht. Hier gibt es nämlich ein kleines Dorf mit Einkaufsmöglichkeiten und einem Fußballplatz. In 20 Minuten ist man dann auch schon auf der anderen Seite der Insel angelangt. Und ja, abseits des Weges sollte man schon genau hinschauen, wo man hintritt. Nach 4 Tagen auf der Isla Grande neigt sich unsere Zeit leider dem Ende entgegen. Wir können hier gut und gerne länger bleiben, wollen aber jetzt auch wieder mehr vom Land sehen, wieder etwas erleben. Unser Plan steht, ein Flug ist gebucht. Und so genießen wir unseren letzten Sonnenuntergang auf der Insel. Der letzte Morgen auf der Isla Grande nutzen wir, um nochmal bei einer anderen Unterkunft zu frühstücken. Die letzten Stunden hier genießen. Und außerdem haben wir nochmal die ganze Insel gesehen. Wir sind jetzt quasi am anderen Ende. Heute ist, glaube ich, auch der erste Tag, wo es überhaupt gar nicht windig ist. Und dadurch, dass der Wind immer hier angekommen ist, an der Nordseite, war es hier, glaube ich, gar nicht so schön und bei uns einfach viel ruhiger. Beim selben Mann, bei dem wir auch die Hinfahrt gebucht haben, fragen wir die Rückfahrt an. Natürlich per WhatsApp. Die ist dann wirklich so unkomfortabel, dass wir gar nichts filmen können. Wir haben überhaupt Glück, einen Platz im Boot zu bekommen. Für die Rückfahrt hatten wir die glänzende Idee, nicht direkt nach Cartagena zu fahren, sondern uns unterwegs auf der Halbinsel Baru rauswerfen zu lassen. Am Wochenende. Wir essen kurz zu Mittag und machen uns dann auf zum Flughafen in Cartagena. Wo es weitergeht nach... Na, das erfahrt ihr im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.